Leute, fängt schon gut an, das Video. Leute, heute ist es endlich soweit. Wir holen jetzt endlich unseren neuen C63 SQB AMG ab. Ich muss ja dazu sagen, der Mist ist so ein bisschen auf mir gewachsen. Klaus wollte den gar nicht. Ich wollte den A1 haben. Den habe ich jetzt. Das glaubt mir doch kein Schwein, wenn ich sage, mein Freund, der fährt lieber Audi A1, der findet AMG doof. Warum findest du den doof? Ich finde den überhaupt nicht doof. Ja, aber warum wolltest du den nicht so? Du hast ihn jetzt nicht so, bist nicht so Feuer und Flamme jetzt, ne? Ja, doch schon. Aber ja, damit würde ich halt Spaß haben auf der Rennstrecke oder mal auf dem Bergpass. Aber wie oft machen wir das, ne? Das ist doch kein Auto für eine Rennstrecke. Wie oft sind wir mit dem A1 unterwegs und fahren zum Flughafen oder einkaufen? Ja komm, oder sag einfach, der C63 ist dir für den Alltag zu assi, oder? zu prollig. Und da gibt es ja auch noch so ein bisschen so eine Story dazu, wenn ihr das verfolgt habt auf meinem Instagram-Kanal. Da gab es ja so ein paar kleine Problemchen. Und zwar sollte der Wagen eigentlich schon da sein. Der sollte kommen Ende Juni, Anfang Juli. Wir haben jetzt bald Mitte August. Also das ist schon ein ordentlicher Verzug drin. Ich war auch super sauer, muss ich sagen. Ich habe das auch in etlichen Stories kundgetan, wie sauer ich darüber war. Aber jetzt, wie gesagt, Gott sei Dank ist es soweit. Wir fahren jetzt nach Bremen. Eigentlich war auch hier geplant, dass wir den Wagen abholen in Siegen bei Mercedes-Bald. Da haben wir den ja bestellt. Aber die Lieferung dorthin hätte jetzt noch mal 7 bis 14 Tage gedauert. Und das wollten wir uns jetzt einfach nicht antun. Deswegen haben wir gesagt, fahren wir jetzt nach Bremen zum Center of Excellence, also zum Werk, wo der C63 AMG auch gebaut wird. Jetzt haben wir erstmal noch 1,5 Stunden Fahrt vor uns und dann, ja, auf nach Bremen. Da sind wir am Center of Excellence. Schön. Ja, also wir haben jetzt hier so einen Torpass bekommen. Mir wurde jetzt gesagt, bis 18 Uhr, wann ich will, kann ich heute das Auto abholen. Deswegen bin ich jetzt mal gespannt, ob der auch abholbereit dasteht. Gerade mal gucken, wo wir hin müssen. So, also hier ist die Abholhalle, aber meine steht jetzt nicht hier. Da wurde jetzt irgendwo extra hingestellt wegen der Überraschung, so dass es noch ein bisschen überraschungsmäßiger rüberkommt. Und das gucken wir uns natürlich jetzt auch gleich an. Aber es ist mal interessant, sich das hier mal so anzusehen, wie das hier so aussieht. Schon cool. Da hinter der Tür soll er jetzt stehen und ich finde das so super. Wir haben jetzt komplett wohl unseren ganz eigenen Raum, damit wir jetzt auch hier filmen können. Also wir stehen jetzt nicht in der normalen Abholungshalle. So weit? Jupp. Bisschen Spannung aufbauen. Okay, da ist er. Let's go. Mega krasses Teil. Es ist schon heftig, wenn man den jetzt doch so in live sieht. Ja, alles schwarz. Was sagst du? Ja, geil. Freust du dich jetzt doch ein bisschen? Ja, jetzt wo ich das Auto sehe, ja, doch. Es ist immer so. Es ist super. Also ich muss sagen, am aufgeregtesten war ich damals bei dem R8, weil das halt die erste Neuwagenabholung war. Das ist für mich die zweite Neuwagenabholung. Man ist aber trotzdem noch aufgeregt, aber diese Schlaflosigkeit, die war jetzt zum Beispiel heute nicht mehr da. Aber jetzt, wenn man vor dem Auto steht, ich finde, dann kommt wieder so dieses Kribbeln und guck mal, wie geil das ist, wie breit die Kotflügel rausstehen. Das Auto ist einfach mega breit, optisch. Ich habe ja noch das Aero-Paket dazu bestellt. Das ist unter anderem einmal hier, also Frontspoiler-Lippe kommt dann quasi noch weiter hervor. Weil der Wagen jetzt komplett schwarz ist, fällt das alles noch nicht so auf, aber der wird ja foliert werden. Das war ja der Grund, warum ich einfach nur schwarz genommen habe, obwohl ich den so in schwarz auch schon mega schick finde. Ja, ich finde, das sieht einfach so böse aus hier. Mit dem Tagfahrlicht, ich finde das
super cool. Ich habe dieses Multi-Beam LED-Licht. Das erste, was ich machen lassen werde, ist hier Panamericana Grill. Ich weiß, es ist das Markenzeichen von AMG, also das chromfarbene. Ich brauche es leider schwarz. Ihr wisst, ich mag kein Chrom am Auto. Was ich zum Beispiel auch noch gerade überraschend fand, war, ich wusste gar nicht, dass die Felgen matt sind. Wusstest du das? Nee, wusste ich nicht. Ich dachte nämlich, die wären in Hochglanz. Also ja, finde ich aber nicht schlecht. Ich finde, das sieht super cool aus. Ich finde es so auch besser, ja. Muss man halt nur aufpassen, weil da siehst du ja alles nochmal 10-mal mehr. Ja, wollen wir mal reingucken? Ja, guck mal rein. Alles Carbon. Ich bin so froh, dass ich das am Ende doch noch entschieden habe, dass wir doch hier alles Carbon nehmen. Wir wollten ja erst dieses pflegeleichte Holz, grobporig, dieses, ich weiß gar nicht, grobporig, Esche oder so. Es war auf jeden Fall sehr anthrazitfarben, sah auch nicht schlecht aus. Ich habe dann aber Bilder gesehen vom Interieur mit diesem Carbon und ich fand das einfach so schick und guckt euch an, wie das aussieht. Das sieht doch einfach hammergeil aus. Und das Lenkrad natürlich. Ich finde, dieses Performance-Lenkrad, auch mit diesen Display-Anzeigen jetzt hier, ich finde, das ist das schönste Lenkrad von allen Herstellern. Und auch hier gibt es eine Besonderheit. Ah, guck mal hier. Hier wird einem der Grill angezeigt, wenn man das Auto startet. Ja, hier hat man jetzt diese LED-Anzeigen. Hier kann ich die Fahrmodi einstellen. Also hier gibt es Glätte, Individual, Komfort, Sport, Sport Plus, Race. Zum Einfahren soll ich bitte noch auf Komfort bleiben. Und hier lassen sich auch verschiedene Sachen noch individualisieren, was ich hier mir einstellen lassen kann. Zum einen einmal die Dämpfung hier auf Sport, Komfort, das ESP. Ich kann hier aber auch verschiedene Sachen noch. Ja, hier Lenkrad mit Touch-Einheiten. Das linke Touchfeld hier bedient einmal das Cockpit hier vorn und das rechte, mit dem rechten bediene ich hier das Display. Auch hier habe ich nochmal so ein Touchfeld und alles drin, was man braucht. Dieses Command Online, das ist also das größte Navi-Interface, was es hier gibt, quasi mit allem drum und dran. Ist fast voll ausgestattet, bis auf Assistenzsysteme. Die habe ich mit Absicht weggelassen. Das habt ihr vielleicht in meinem Konfigurationsvideo gesehen. Ich stehe überhaupt nicht auf Assistenzsysteme. Ich fahre halt gerne selber, weil ich wirklich mit Leidenschaft Auto fahre. Und es ist toll, dass es sowas gibt, aber ich brauche keinen Spurhalter, Assistenten und etc. Ne? Ja, auch hier, komm mal, ein bisschen mehr. Vielleicht sieht man das jetzt, ist gerade ein bisschen hell. Ambiente-Beleuchtung. Da vorne in der Tür sieht man das nochmal. Ja, sieht man sehr gut. Kann man es farblich auch einstellen. Da werde ich auch gleich nochmal rumspielen mit. Mir ist auch gerade noch ein cooles Feature aufgefallen. Ich habe ja, also zum ersten die Performance-Sitze bestellt mit Alcantara Sitzfläche. Zum zweiten habe ich die Gurte in Kristallgrau konfiguriert. Ich fand, das war irgendwie, ich finde, das sieht sportlicher aus, als wenn die Gurte einfach schwarz wären. Was ich aber nicht wusste, war oder ist, dass auch die Nähte hier, zumal hier im Sitz oder auch hier in der Tür, guck mal einmal hier, die sind auch in Grau. Kann man das erkennen? Das ist aber standardmäßig so bei der Innenausstattung, die ich hier bestellt habe. Wusste ich gar nicht. Also deswegen passt das super zusammen. Ja, auch hinten kann man in diesem Fahrzeug sitzen. Ja, dann rein da. Mal gucken. Ich setze mich mal hier hin. Die Sitze sind natürlich jetzt voll weit nach hinten gestellt. Also der hier so weit wie es geht. Ein bisschen Platz ist hier auf jeden Fall. Also auch trotz, dass der Sitz komplett nach hinten ist, habe ich jetzt zum Beispiel noch Platz. Ich komme auch nicht hier oben gegen. Eine bisschen größere Person, ja. Also zwischen Kopf und Dachhimmel ist bei mir noch so viel Platz. Klaus ist ein Sitzriese. Ich glaube, Klaus würde hier schon gegenstoßen. Aber für, dass man mal doch zur Not mal irgendwie Leute mitnimmt, was wir super selten machen, hat man dann hier trotzdem noch eine Sitzmöglichkeit. Getränkehalter hat man hier noch. Achso, und die Burmester Soundanlage fällt mir auch gerade auf. Wisst ihr, Leute, ich habe das Auto im Februar konfiguriert. Wir haben jetzt August. Ich weiß gar nicht mehr, was ich konfiguriert habe. Deswegen fällt es mir jetzt erst alles auf. Hier, Burmester. Für den perfekten Klang. Ja, jetzt haben wir das Problem, wie immer mit den Kennzeichen, weil ich habe ja relativ kurze Kennzeichen. Jetzt überlegen wir halt hier gerade, wie wir das am besten lösen, dass wir da jetzt nicht unnötig reinbohren müssen. Hier wird sogar jetzt mit einer Perfektion nachgemessen, ob das Kennzeichen genau mittig sitzt. Das finde ich ist ein super Service. Da brauche ich nämlich immer so lange für, wenn ich das zu Hause mache. Okay, ist richtig. Kannst festmachen. Sieht super aus. Sitzt perfekt. Hier wird Wert drauf gelegt, dass das auch mit Kennzeichen gut aussieht. Und ich hätte, das wusste ich aber nicht,
hier vorne das sogar abbestellen können, hier diese Platte. Dann hätte man sich nämlich diese Schrauben hier gespart. Die werde ich früher oder später abmachen, wenn ich zu Hause bin und meine Ruhe habe und dann da halt eben noch ja, das Kennzeichen da vorne dran kleben, damit man diese Platte nicht hat, weil mein Kennzeichen ist halt wirklich sehr kurz, das werdet ihr gleich sehen. Das ist ja jetzt quasi unser Projektauto und da werden wir so einiges mitmachen, da freue ich mich riesig drauf. Jetzt bin ich erstmal froh, wenn ich den mit nach Hause nehmen kann. Ich habe übrigens immer gedacht, dass die AMGs auch in Affalterbach abgeholt werden, aber es ist ja gar nicht so. Also in Affalterbach werden nur die Motoren gebaut, unter anderem und ja, eigentlich werden die meisten Fahrzeuge hier in Bremen oder in Sindelfingen dann ausgeliefert oder abgeholt, wenn es eben eine Werksabholung ist. Hier in Bremen produzieren die so 1300 Fahrzeuge ungefähr am Tag. Ich freue mich jetzt echt, den Wagen fahren zu dürfen. Natürlich wird er noch eingefahren, ne? 1500 Kilometer im Komfortmodus und am besten nicht über 4000 Umdrehungen. Aber das kenne ich ja schon und ja, wenn man lange Spaß mit seinem Auto haben will, dann sollte man das auch tun. Wir haben hier echt komplett unsere Ruhe. Also da nochmal super vielen Dank an das Center of Excellence in Bremen, dass wir hier so diese Möglichkeit haben, hier nochmal exklusiv so einen eigenen Raum bei der Abholung zu haben. Da bin ich echt wirklich 100%ig zufrieden heute. Wir hatten ja quasi keinen genauen zeitlichen Termin, aber es stand hier schon alles parat, alles schon bereit. Und ja, also es hat alles super top gepasst. Jupp. Super Alltagsauto. So, oder was sagst du? Ja, super Alltagsauto. Bisschen zu viel Leistung für ein Alltagsauto, aber ja, also Spaß macht es auf jeden Fall. Vorher ein bisschen noch mehr krassere Autos. Ja, aber wir sind mit dem Porsche oder mit dem R8 auch nie zum Einkaufen gefahren oder irgendwelche Besuche gemacht oder keine Ahnung. Schreibt ihr es gerne mal in die Kommentare. Findet ihr so ein C63 für den Alltag schon zu krass? Oder sagt ihr, nö, ist doch genau richtig. Weil ich finde, meine Meinung, C63 ist eben nicht zu auffällig und nicht zu krass. Schön sportlich, so ein bisschen Understatement-Sportwagen. Ein Auto, mit dem du eben zum Einkaufen fahren kannst und sonst wohin, ohne direkt so aufzufallen. Du kannst ihn ja auch leise fahren, du kannst die Klappen ja zumachen, hörst du nichts mehr. Ja, so in schwarz geht das ja auch noch. Das ist ja wirklich unauffällig. Ja, Wäre das Auto jetzt knallblau oder knallrot oder knallgelb, dann ist das nochmal was anderes. Ein bisschen auffälliger wird er ja noch. Ja, das stimmt. Ich meine, wir machen ja gerne Videos damit und fahren damit zu Autotreffen und zeigen das Auto. Aber das ist ja was anderes, wie als wenn ich jetzt hier Eisdiele und dann so, ja, guck mal mein Auto. Wer würde Klaus gerne mal an einer Eisdiele sehen mit so einem Auto voll am Protzen? Daumen nach oben. Das wäre voll der Spießrutenlauf, ey. Du bist nicht so der Mensch dafür. Ich bin aber gerne nicht, der also. Typ, der dann in der Eisdiele sitzt und blöd guckt. Aber er klingt schon gut und das im Komfortmodus. Ich weiß nicht, ob man das so gut über die Kamera hört. Liebe Leute, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn euch das Auto gefällt, auch wenn es euch nicht gefällt, weil euch einfach das Video gefallen hat, jetzt haben wir definitiv einiges vor. Und wie gesagt, vergesst nicht meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr das alles nicht verpasst. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, würde ich sagen. Ja, genau. Ciao mit V. Ciao.